Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotos TV. Mein Name ist Sebastian und hier hat alles begonnen. Genau hier. Hier habe ich gestanden, an dieser Werkbank, genau da hat damals Sandra gestanden. Sogar nur ein Stativ gestanden beim allerersten Video, das weiß ich noch. Das war auch nicht so schön, das hat nämlich ein bisschen so gehangen immer, aber egal. Und genau hier haben wir vor 6 Jahren das allererste Video gedreht. Wahnsinn. Und was haben wir jetzt? 200.000 Abonnenten. 200.000 von euch sagen, ich gucke mir den komischen Typ hier jede Woche, jeden Tag nicht, aber jede Woche an. Nee, lass mal. Nee. Vor kurzem sogar jeden Tag, aber da kommen wir gleich dazu. Und warum stehe ich hier? Weil ihr gesagt habt, früher war es doch eigentlich viel kuscheliger, viel schöner, viel besser. Und manchmal denke ich, war das so? Stimmt das? Und dann ist es so, dass ich hier manchmal hierher gehe und denke mir so, ja, aber ich habe gedacht, heute machen wir es so, heute drehen wir wirklich das Video hier, dann kann ich das Gefühl wieder so ein bisschen so in mich aufnehmen, wie es ist, hier zu drehen. Und ich sage euch jetzt schon eins, es ist so viel besser im neuen Studio. Aber als allererstes möchte ich erst einmal an euch Danke sagen, weil das Ganze entsteht ja hier durch euch. Ich stehe hier zwar und erzähle das alles, aber ihr guckt das und ihr macht das alles möglich. Ihr habt inzwischen fast 750 Videos geguckt. Ihr habt inzwischen 7,1 Millionen Stunden diese Videos geguckt. Das sind über 800 Jahre am Stück, die man schauen müsste, um das alles zusammenzubekommen. Das ist ja völliger Wahnsinn. Und weil das völliger Wahnsinn ist und auch was alles auf dieser Reise passiert ist, dazwischen ist ja auch völliger Wahnsinn. Und darauf wollen wir heute mal ein bisschen zurückschauen. Was ist eigentlich passiert? Wo kommt es eigentlich alles her? Was war so zwischendurch eigentlich? Was gab es vielleicht auch für witzige Momente? Ja? Und das machen wir heute. Und wir fangen wirklich auch mal ganz am Anfang an. Woher kommt Gotos TV eigentlich? Ich habe ganz einfach mal ein Video gemacht über genau... wartet mal. Ich habe den, glaube ich, sogar noch hier. Ha! Da ist er. Der alte Akkuschrauber. Ich habe genau über diesen Akkuschrauber ein Video gemacht. Das ist er. Das war der allererste. Und zwar habe ich das noch damals bei Helden in der Werkstatt gemacht. Den Kanal gibt es immer noch, wenn ihr nicht kennt. Ich verlinke das mal hier oben. Und habe diesen Akkuschrauber verglichen gegen einen Bosch Professional. Das war wirklich das allererste Video. Und weil ich dieses Video gemacht habe, ist Gotos auf mich aufmerksam geworden und hat gesagt, der kann irgendwie vielleicht ein Werkzeug richtig halten. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und dann sind wir zusammengekommen und haben angefangen, Werkzeugvideos zu machen. Und für mich war das super spannend, weil ich wusste, dass ich regelmäßig neues Werkzeug bekomme, mir das anschaue und vor allem, ich habe immer quasi, wie sagt man so schön, den neuesten geilen Scheiß da. Und das fand ich schon damals schön, finde ich immer noch richtig schön. Und über die Zeit hat sich das Ganze entwickelt. Und deswegen machen wir jetzt mal Folgendes. Wir schauen mal auf dem Kanal, was war dann eigentlich damals und wie fing das alles an. Und wenn ich hier auf dem Kanal mal ein bisschen nach unten scrolle, ein bisschen ist gut, 750 Videos früher, ist es so, dass das allererste Video ist irgendwann im August 2018 rausgekommen. Und das allererste Video hieß, Hilfe, mein Bohrfutter läuft nicht rund. Und wenn ihr euch das Video anguckt, ja, auch das, wir machen mal Folgendes, wir verlinken das mal hier oben, schaut da mal rein und schaut da mal rein, wie der Sebastian damals war. Und viele würden dieses Video offline nehmen, weil es ist ihnen peinlich, und das ist mir auch, aber ich stehe dazu, so war es halt am Anfang und so ist einfach damals die Geschichte gewesen. Und das erste Video haben sich doch wirklich, Hilfe, mein Bohrfutter läuft nicht rund, 74.180 Leute angeguckt. Wahnsinn! Und beim zweiten ging es schon richtig ab. Das zweite Video hat inzwischen 191.000 Aufrufe, nämlich ich wollte das unbedingt machen, weil ich hatte total Lust darauf. Ich wollte so ein Kappsägenmonster mir angucken, weil ich hatte selbst kein großes Kappsägenmonster. Und wenn die Kamera mal rüberschwenkt, da drüben sehen wir das noch, nämlich die GCM12 GDL war damals mein zweites Video. Wirklich krass. Und diese beiden Videos, das sind die einzigen beiden Videos jemals, die ich alleine gedreht habe. Weil ich habe hier gestanden, habe die Kamera ausgerichtet, gemacht, getan und das hat ewig gedauert. Das Video für die GCM12 GDL, da habe ich glaube ich 3 oder 4 Stunden gedreht für ein Video, was 17 Minuten lang ist. Und da hatte ich keine Lust mehr drauf. Und ab dem Moment, ab dem Video mit dem schwarzen Makita-Akkuschrauber, wenn ich da so drauf schaue, ist es so, dass hier Sandra gestanden hat. Am Anfang hat wirklich Sandra mit mir hier gedreht. Und zwar nicht 1, 2 Videos, sondern mehrere 100 Videos haben wir genau hier gedreht. Wirklich verrückt, oder? Also was da alles passiert ist. Und am Anfang war es so, dass ich gar nicht so viel Werkzeug hatte, sondern habe ab und zu mal so eine kleine Lieferung bekommen und habe mir das immer ein bisschen angeguckt und dann ging das da so los. Aber wir haben am Anfang eine Sache anders gemacht als heute, nämlich damals gab es noch die sogenannten Tool Emotions. Das heißt also,
Werkzeug, dynamisch gefilmt mit Musikuntermalung. Wir blenden hier mal eins der ersten ein. Ich muss sagen, ich mochte das immer sehr, die mit Musik unterlegten Tool-Emotions, aber manche von euch fanden die gut, manche fanden die nicht so gut. Wir haben es irgendwann mal probiert, die wegzulassen und viele von euch haben gesagt, ach, das ist uns eigentlich lieber, wir wollen pure Informationen zu den Werkzeugen. Und dementsprechend haben wir es dann irgendwann nicht mehr gemacht, aber erst, ja, da waren wir schon locker bei 400 Videos oder so, dass wir damit aufgehört haben. Apropos 400 Videos, wir gucken nochmal ganz zum Anfang. Selbst bei meinem allerersten Video habe ich euch schon begrüßt mit Hallo Werkzeugfans. Hallo Werkzeugfans, mein Name ist Sebastian und heute gucken wir uns mal das Thema Rundlauf bei Akkuschraubern an. Und nicht ganz mit Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotos TV, aber mit Hallo Werkzeugfans. Und ich habe gerade nachgeguckt, nämlich im allerersten Video habe ich eine Sache nicht gesagt. Im allerersten Video, nur dort habe ich etwas nicht gesagt, und zwar mein Ende. Am Ende sage ich zu euch ja immer, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal. Und das hatte ich mir zwischen dem ersten und zweiten Video überlegt, weil irgendwie brauche ich eine gute, etwas, um euch gut rauszuschicken, wegzuschicken, in die Werkzeug zu schicken, in die Werkstatt zu schicken, nicht in die Werkzeug, ihr wisst, was ich meine. Und seitdem gibt es ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal. Und das schon wirklich seit so langer Zeit. Ja, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal. Und so haben wir dann hier gedreht. Ich gehe mal so ein bisschen durch den Kanal durch, was da alles so, und das war manchmal auch gar nicht so leicht, hier alles zu testen, weil es war hier so, wenn ich mir jetzt irgendwas angucke, zum Beispiel haben wir einen Radiotest gemacht, ja, weil was ist das beste Radio oder zum Beispiel irgendwas mit einer Oberfräse, und dann stand ich so, wie kann ich denn jetzt hier irgendwie eine Oberfräse testen oder ein Radio testen, das war alles gar nicht so leicht. Aber wir haben es hinbekommen. Und so habe ich hier eigentlich die ersten Jahre wirklich vor mich hingedreht und habe getestet, gemacht, getan und habe so langsam auch mein System für mich rausgearbeitet. Dieses Neutralwerkzeug betrachten. Was sind denn die Dinge, die euch interessieren? Ganz klar auch einen Ablauf zu haben, immer mit euch über den Preis zu sprechen, über die technischen Details zu sprechen. Was sind die Vor- und Nachteile? Das hat sich über die Zeit so ein bisschen entwickelt. Und das haben wir dann wirklich lange gemacht. Wir haben das 2018 gemacht, 19 gemacht, 20 gemacht. Also wirklich 3 Jahre hier das alleine erstmal so vor uns hingemacht. Aber das ist wirklich erstaunlich. Deswegen sagen viele von euch, Mensch, früher war es besser, weil wir wirklich auch sehr lange hier gedreht haben. Und falls ihr euch übrigens fragt, was ist denn da hinten eigentlich los? Haben sie ihm das ganze Werkzeug geklaut? Nee. Ich hatte ja früher hier überall mein Werkzeug hängen. Ja, hier hingen wir es, hier. Und wir haben irgendwann gesagt, als wir hier ausgezogen sind, wir lassen das alles hängen. Und wir lassen das hier hängen als so B-Studio, dass wir sagen, naja, wir könnten zur Not auch wieder zurück und hier sofort drehen. Aber wirklich genau vor einer Woche haben wir gesagt, Ende. Hier wird nicht mehr gedreht. Und genau heute stehe ich hier, wie es manchmal so ist, und haben alles Werkzeug hier mitgenommen, was noch Gotos gehört. Und das, was wir hier hinten haben, ist nur noch mein privates oder ein Teil meines privaten Werkzeuges. Und ich muss es hier mal neu gestalten. Deswegen sieht es hier so leer aus. Und übrigens, wir gehen mal mit der Kamera mal ganz kurz nach oben. Hier haben wir auch ein Fenster hier oben drüber. Und dieses Fenster ist etwas, was mich wahnsinnig immer genervt hat, weil je nachdem, wie die Sonne war es mal auf mir hell, dunkel. Das hat mich wahnsinnig gemacht mit der Zeit. Und man hat wirklich auch gemerkt, was für Probleme das mit sich bringt. Denn der Platz war winzig. Da, wo die Kamera steht, war ja auch schon eine Wand. Also ihr wart ja quasi schon, ich standet immer in der Wand drin. Das war schwierig. Und dann kam der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt müssen wir was ändern. Und dann haben wir einen Kameramann dazu geholt, weil Sandra das alles nicht mehr konnte. Und ich habe es auch noch selber geschnitten mit einem Teilzeit-Cutter zusammen und habe das irgendwie versucht hinzubekommen. Dann kam ein richtiger Kameramann dazu und hat uns angefangen zu unterstützen. Und kurze Zeit später, 2021, am Anfang haben wir die Entscheidung getroffen, jetzt ist Schluss hier und wir wollen etwas neu machen. Und dann haben wir irgendwann ein Video gemacht, ich gucke mal, ob ich das hier finde, weil es sind so viele Videos, wo wir auch das Team vorgestellt haben, das neue Team für echte Werkzeugfans. Ich sehe hier gerade, da haben wir unsere Teamkleidung vorgestellt irgendwann mal. Seitdem hatte ich immer den blauen Hoodie an. Davor hatte ich ja irgendwas anderes an. Ich muss mal gucken, was hatte ich denn früher an? Ich bin ja mit dem Polo früher noch rumgelaufen.
hasse Polos. Ich mag das einfach nicht. Früher hatte ich ja ein Polo mit Gotus TV hier drauf. Also später kamen ja die T-Shirts erst. Das habe ich schon wieder völlig verdrängt. Wahnsinn. Und ich versuche immer mal das Ende zu finden. Das ist ja, was ich ja alles gemacht habe in diesem Ding. In diesem Studio hier. Wo kommt er denn? Wo kommen sie, die neuen? Da ist er. 5 Freunde sollt ihr sein. Genau. Irgendwann war ich nicht mehr allein mit Sandra, sondern wir sind dann relativ schnell 5 gewesen. So gab es so ein Boom. Weil wir hatten den Weg zum neuen Studio. Und dann ging es halt nochmal ganz anders los. Und das war ja erst vor 3 Jahren. Ja, das muss man sich mal überlegen. Wir haben ja erst 2021 dort im Studio angefangen. Im Winter entschieden und dann ging es los. Und wenn wir uns das mal anschauen, sind wir dann auch relativ schnell dann ins neue Studio gegangen. Und im neuen Studio, ich gucke mir gerade irgendein Video an, da war es wirklich noch so, da war nichts. Da war ja wirklich nichts. Wir gucken uns mal das allererste Video an, was wir hier gedreht haben, und zwar waren das Kompressoren. Da habe ich so kleinere Kompressoren, Akkukompressoren, 12 und 18 Volt im Test gedreht. Und da stand noch Bob im Hintergrund. Bob gibt es auch nicht mehr. Bob haben wir verkauft inzwischen. Und ihr seht da, weiße Wand, kein Boden, es hallt noch sehr stark. Oder hört das mal, was der Typ da erzählt. Makita und Metabo. Ihr merkt das, genau da haben wir gestanden und angefangen. Aber es war auf einmal so viel mehr Möglichkeiten. Denn ich hatte ein Riesenproblem vor Ort, denn hier vor Ort war es so, dass ich so viel Werkzeug hatte, das passte nicht mehr in mein Haus. Es war einfach zu viel. Das waren irgendwie 5, 6 Kubikmeter Werkzeug. Darüber würde ich heute lachen. Wenn ihr überlegt, wie viel Werkzeug wir heute haben, das ist ja gar nichts dagegen. Aber überlegt euch mal, in eurer Wohnung, eurem Haus habt ihr 5, 6 Kubikmeter Werkzeug, überall rumstehen, überall L-Boxen. Selbst in meinem Schlafzimmer unterm Bett standen L-Boxen, Thanos, alles, überall. Das ging nicht mehr. Deswegen sind wir ins neue Studio und da haben wir dann schon verrückte Sachen gemacht. Wir haben im allerersten Video damals auch, wo wir Studio vorgestellt haben, wo ist meine Werkstatt, haben wir auch schon so ein bisschen was getestet. Und da sind wir hingegangen, haben eine Box genommen und haben die von oben runter geworfen, um mal zu zeigen, guck mal, jetzt können wir auch ganz anders testen, nämlich auch Falltests machen. Hier, die 2 Meter, das bringt nicht viel. Und das war schon verrückt damals, diese Zeit, das alles so einzurichten. Und da haben wir sehr, sehr viel Spaß gehabt, weil wir einfach uns mal ausprobiert haben, wie macht man das dann alles, wie macht man in dem neuen Studio das. Und wir haben eine ganze Weile gebraucht und da haben viele von euch gesagt, das ist nicht schön, also das gefällt euch nicht, weil hier war es noch sehr muckelig, ja, man konnte genau das nachvollziehen und dann auf einmal waren wir vor so einer weißen Wand. Ja, das kann ich auch nachvollziehen, aber über die Zeit hat sich das ja entwickelt. Überlegt euch mal, über die Zeit war es ja dann so, dass wir irgendwann dann so auch den Boden hatten, wurde das ein bisschen dunkler, dann hatten wir einen schönen Hintergrund und dann stand ich schon in der Werkstatt. Und in der Werkstatt war es dann so, dass ich da natürlich deutlich wieder schöner arbeiten konnte. Und in der Zwischenzeit ist auch in den Videos ja so viel passiert. Irgendwann haben wir angefangen, dann an den Wochenenden nicht einfach nur Tool-Emotions zu senden, sondern die Go-News zu machen. Und da haben wir so viel ausprobiert. Wir hatten dann gesagt, okay, wir schalten zum Beispiel mal ins Lager rüber. Da saß dann der Christian in seinem Stuhl mit seiner, ich glaube, mit so einer Plüschlehne, mit dem Alex zusammen und hat dann dort eure Kommentare vorgelesen. Das fand ich immer echt cool. Und habt ihr gerade den Alex gesehen und der Alex, muss ich sagen, hat ja noch eine ganz andere Rolle gespielt. Ich muss sagen, für mich ist es auch schwer, das jetzt in eine zeitliche Reihenfolge zu bringen, aber schon 2020 hat Alex Folgendes gemacht, nämlich der hat eure Kommentare geherzt. Aber nicht einfach nur so ein Herz dran gemacht, sondern es war ein Punkt, wo ich immer gesagt habe, ich kann das nicht mehr, das ist so viel. Wir hatten Videos mit 5, 6, 7, 8.000 Kommentaren und das konnte ich nicht mal alles lesen, weil ich musste ja eigentlich Videos drehen. Deswegen hat der Alex das übernommen und Alex hat Hunderttausende von Kommentaren, also wirklich, das ist kein Spaß, Hunderttausende von Kommentaren von euch gelesen, ausgewertet, mir Hinweise gegeben, geherzt und beantwortet. Also nochmal vielen, vielen Dank an Alex. Und der andere, den wir da eben gesehen haben, war der Christian. Auch vielen Dank an Christian, weil ohne Christian wäre das hier gar nicht möglich gewesen, weil mit Christian habe ich seit 2020 zusammen die Videos mir ausgedacht, überlegt, welche Werkzeuge sind es denn. Und auch heute noch ist es so, dass ich einmal die Woche mit Christian Redaktionssitzung mache und mir anschaue, welche Videos wir drehen. Und so ging es dann voran und dann kam irgendwann schon echt verrückter Moment, weil irgendwann haben wir dann die Scheune gebaut. Und ich sehe gerade hier unser Darkroom.
Werkstatt anders gedacht, genau. Da wurde sie dann dunkel. Oh, Wahnsinn. Ich muss sagen, da war ich schon ein bisschen stolz, weil das war der erste Moment, wo das Licht gut gesetzt werden konnte und wir nicht mehr hell-dunkel hatten. Wobei, das stimmt gar nicht. Ach du Scheiße, da fällt mir was ein. Die Werkstatt war zwar dunkel, aber ich hatte oben an der Seite eine riesige Fensterfront, auch in dieser Werkstatt. Und wir haben ewig es nicht hinbekommen, diese blöden Fenster zu verdunkeln. Das haben wir erst so vor 1,5, 2 Jahren hinbekommen. Und davor haben wir wie Pappe, dann fiel das runter und dann kam das Licht. Es gibt ein ganz berühmtes Video bei Helden der Werkstatt, wo ich immer hell, dunkel, weil es war eine strahlende Sonne. Und dann war es wirklich so dunkel, dass der Kameramann dann irgendwann nervös wurde. Ah, das war auch nicht schön. Aber auch das, wenn ich mal überlege, was das alles damals so war. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann haben wir auch angefangen, so ein bisschen andere Werkzeuge zu testen. Wie jetzt hier zum Beispiel, wir haben vom Edding so ein Beschriftungsgerät mal getestet. Und dann fingen auch viel mehr Tests an, wo wir deutlich mehr Geräte getestet haben. So gerade in den letzten Videos, wenn ich mir angucke, Handkreissägen-Vergleich, 7 verschiedene Handkreissägen, das gab es hier nie. Also dass wir so breit geworden sind, so groß geworden sind. Ich glaube, das größte Video, was wir hier hatten, war Bosch und Makita Akkuschrauber mit jeweils so 10 Geräten. Aber das fand ich hier schon nicht schön, weil es waren wieder 10 Kisten und 10 Kisten einpacken und auspacken und so weiter. Ach, ihr wisst ja. Und dann sind wir live gegangen und das war nochmal eine ganz andere Herausforderung. Stellt euch mal vor, so ein bisschen auch wie nervös wir damals waren, ob wir die Technik vor allem hinbekommen. Wie ist das eigentlich, live da zu stehen und eure Fragen zu beantworten? Und deswegen war die allererste Sendung auch eure Werkzeugfragen live um 17:30 Uhr. Also das, was wir heute noch machen, die Werkzeugfrage haben wir damals am allerersten Mal auch schon gemacht. Und da konntet ihr unsere Fragen beantworten. Hä? Und das war schon ganz schön. Und dann sind wir völlig wahnsinnig geworden, wirklich komplett wahnsinnig, weil die zweite Live-Sendung war ja schon die Go-Challenge. Ich sehe hier gerade, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Das heißt also, da haben wir um 12.000 € gespielt und in unserer zweiten Live-Show, Wahnsinn, und da hatten wir Zuschauer dabei, 3 Stück. Die über ein Telefonauswahlverfahren vorher dann dahin konnten und mit uns um 12.000 € gespielt haben. Und das war natürlich nochmal was ganz anderes. Du stehst dann da live und hast dann mehrere tausend Zuschauer, die sich das anschauen und die 3 Leute mussten natürlich auch regulär und ordentlich auch spielen können und auch wirklich was gewinnen. Und ich weiß noch, die erste Live-Show, das war schon ein Herzschlagfinale. Da blenden wir euch mal ganz kurz was ein. Ich sag, der Gewinn ist hier drin. Ich sag, der Gewinn ist da drin. Ich sag, egal was, ich habe alles richtig gemacht. Moment. Wir machen so rum. Ich mach selber. Okay. Nee, ich hab alles Das wäre der Abbau. Ja, hier wäre der Abräumer drin gewesen, Leute. Und dann hatten wir Blut geleckt, dann ging es immer weiter. Wir haben gemacht, ab durch die Hecke. Wir haben eine Live-Show gemacht, da hatten wir sogar in unserer Haupthalle, im Terminal sagen wir immer so schön, haben wir Rasen verlegt und nicht irgendwie so 5 Quadratmeter, sondern ich glaube 100 Quadratmeter Rasen in der Halle. Und ja, Moment. Wir haben das hinterher bei uns auf dem Grundstück auch benutzt, also nicht weggeschmissen. Ja. Das war ja irre. Danach haben wir unseren BMW genommen, haben den BMW zerschrotet, wir haben anstatt Räder da Holzräder rangebaut und sind dann mit diesen Holzrädern mit dem Auto da rumgefahren. Ja. Und dann war wieder Werkzeugfrage live. Ich bin gerade echt erstaunt. Wir haben wirklich Werkzeugfrage live schon von Anfang an gemacht. Hätte ich so jetzt gar nicht erwartet. Bis zu unserer jetzt vorletzten Sendung zum Beispiel, wo wir 116 Akkuschrauber in einem Live hatten. Haben mit 2 Stunden sind wir live gegangen zu dem Thema. Und wir haben Sale-Lives gemacht, wo wir haben Live-Shopping gemacht und so weiter und so fort. Das ist schon wirklich irre. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, was wir da alles schon mal gemacht haben. Und hier bei uns im Studio haben sich auch andere Dinge verändert. Und zwar, als wir mit GoTools TV angefangen haben, war es so, dass ich das vor allem alleine gemacht habe. Und wenn ich Informationen zu den Geräten brauchte, dann habe ich im Internet geguckt, habe nochmal geschaut, Anleitungen und habe mir versucht, irgendwie Informationen zu holen. Das ist so, als wir kurz davor waren, hier auch rauszugehen, hat es angefangen, dass wir mit den Herstellern zusammengearbeitet haben. Aber nicht in der Form, dass die Hersteller uns irgendwas gesagt haben, was wir machen sollen, sondern wir haben Zugang bekommen zu den Herstellern, zu den Produktmanagern, zu den Entwicklern, zu was auch immer, was wir gerade brauchten und sind dort eigentlich bei allen Herstellern auf offene Ohren gestoßen und so, dass wir mit ihnen jetzt wirklich partnerschaftlich zusammenarbeiten, das schon eine ganze Weile. Und das ist irgendwann so weit gegangen, dass wir auch mit Herstellern zusammen Videos gemacht haben, wie zum Beispiel auch mit dem Michael
von Bosch habe ich ja, ich weiß gar nicht, 10, 15 Videos zusammen gedreht bei mir. Oder dem Misha von Bosch, mit dem ich über Akkus geredet habe. Das war auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Was übrigens, wenn ich hier gerade drauf gucke, was ich ganz witzig finde, ist Folgendes. Wir haben hier mal ein Video gemacht, wo wir ein ganzes Zimmer aus Packout gebaut haben. Und da sieht man Folgendes, das war ja nicht in unserem Studio, sondern wir haben so viele Räume, die ihr gar nicht kennt, die ihr gar nicht seht, wo ganz andere Sachen passieren. Sehr, sehr viele unserer Bilder werden bei uns ja im Fotostudio gemacht, das gar nicht dort in der Werkstatt ist. Die meisten Werkzeuge werden genau dort auch aufgenommen. Das seht ihr alles gar nicht. Vielleicht machen wir hier mal ein Bild einfach von unserem Fotostudio rein. Und was ich ganz vergessen habe, das Team ist ja auch immer größer geworden. Wir sind immer und immer mehr Leute geworden. Und irgendwann auf dem Weg, irgendwo so vor 1,5, fast 2 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, kam der Andreas mit dazu. Und mit Andreas zusammen, Andreas ist unser Produzent für Gotoz TV, ist es so gewesen, dass wir noch mehr, noch breiter, noch anders rangehen konnten. Wir haben zum Beispiel den Werkzeugvergleich mit dem Andreas zusammen gemacht, sodass wir die ganzen Werkzeuglisten, die ihr da seht, all diese ganze Fisselarbeit, das macht der Andreas, der mit mir zusammen die Werkzeuge sich anguckt und überlegt, wie können wir für euch am besten Videos machen. Ja, und so sitzt er mit mir jede Woche mit dem Christian zusammen und wir schauen uns an, was sind die besten Videos, die wir für euch produzieren. Übrigens, wenn ihr eine Videoidee habt und wenn ihr sagt, das ist eine Sache, die schon immer gefehlt hat, das war früher besser oder was ist heute besser, schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Und so habe ich mit dem Andreas wahrscheinlich auch schon mehrere hundert Videos wieder gemacht und dann wurde es ja noch verrückter. Dann ist Folgendes passiert, dann ist vor kurzem, haben wir gesagt, wir gehen auf die Messe. Das ist ja wenn ihr uns... Ja, das ist meine Katze. Viele von euch kennen sie vielleicht noch von früher. Manchmal saß sie hier beim Werkzeugtest mit dabei. Sie möchte natürlich immer mitreden. Mal gucken, was passiert. Ja, ich glaube, sie springt gleich an der Kamera hoch. Wir tun jetzt mal so, wir ignorieren. Ignorieren ist immer gut. Ja? Dann sind wir auf die Messe gegangen, hatten einen eigenen Messestand auf der Holz Handwerk 2024. Und das war ja etwas total Irres. Wir haben davor schon 2 Jahre lang, jetzt fällt mir das gerade erst wieder ein, überlegt mal, was alles in diesen wenigen Jahren passiert ist. Wir haben Fan-Events gemacht. Ich glaube, das erste war 2022. Haben wir ein Fan-Event gemacht, da kamen, glaube ich, so 500 Leute, 400 Leute, irgendwie sowas um den Dreh. Haben wir im Sommer ein Fan-Event gemacht mit der Bosch Pro Tour zusammen. 2023 waren es dann, glaube ich, schon 600 bis 1000 Leute und es wären noch deutlich mehr gekommen, wenn wir nicht gesagt haben, nee, so viel geht jetzt auch nicht. Und alle sind bei mir durch Studio mit mir gegangen, haben sich mit mir unterhalten. Wir hatten jede Menge Spaß miteinander. Auch hier blenden wir mal ein paar Sachen ein. Das war schon richtig irre und ehrlicherweise, ich könnte das jede Woche machen. Ich könnte jede Woche von euch Leute dabei haben und da sind wir auch am Überlegen, ob wir da nicht noch mehr machen, aber das kann ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Habe ich auf den Fan-Events immer schon ein bisschen angeteasert. Aber dann kam die Messe und die Messe war nochmal so ein oben drauf, weil da sind so viele Leute von euch zu uns nochmal gekommen, nochmal deutlich mehr, haben gesagt, ey, wir gucken uns das mal an, wir hatten doch einen eigenen Stand. Und da haben wir so viele Videos gemacht, dass wir auch dort wieder eine Premiere hatten. Nämlich danach haben wir, ich glaube, 5 Wochen am Stück jeden Tag ein Video gebracht. Und da schreibt ihr bitte mal auch, war euch das zu viel oder hat euch das Spaß gemacht, dass wir so viele Videos gemacht haben? Wahnsinn. Und in der Zeit ist natürlich nicht nur das passiert, sondern in der Welt ist jede Menge passiert. Bei jedem von uns ist privat eine Menge passiert. Und das alles zusammen haben wir zusammen erlebt. Wir zusammen haben jetzt so viele Jahre Spaß gehabt mit eigentlich einem unserer größten Interessen, nämlich Werkzeug und für viele auch Hobby oder Beruf. Weil Werkzeug ist ja nicht einfach nur irgendwas, sondern ist schon irgendwo auch ein emotionales Thema. Und bevor ich jetzt noch emotional werde, überlasse ich das Ganze euch. Ihr schaut bitte weiter unsere Videos. Ihr bleibt bitte da. Wir haben noch so viel vor. Wir bauen jetzt gerade die Scheune erst richtig ein, wo wir jetzt seit einem Jahr seit einem Dreivierteljahr inzwischen drehen. Das kam ja auch noch dazu. Wahnsinn. Das räumen wir jetzt erst ein. Wir werden nochmal live ganz andere Sachen machen. Wir werden nochmal ganz andere Tests auch machen. Aber da will ich heute noch nicht zu viel verraten. Ihr schreibt gerne mal eure Wünsche unten rein. Im Zweifel könnt ihr auch euren Glückwunsch da lassen. Und so lange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.